Was geht ab, Freunde? Wir haben für euch noch einen ganz speziellen Gast heute, Maestro. Was geht? Bruder, Dönereröffnung heute von Massiv. Ich habe noch keinen gegessen. Du hast noch keinen gegessen? Ich habe noch keinen gegessen, weil wir machen gleich Wettessen und ich will mir so einen kleinen Vorteil erschleichen. Ah, so ein Fuchs. So, guck dir an, guck dir an. Okay, dann werden wir später vielleicht nochmal fragen, wie du den Döner findest. Bestimmt sehr gut, Bruder. Alle haben gesagt, es ist sehr krass. Sehr, sehr krass. So am Ende des Tages, alle machen so einen fancy Shit. Ich denke, einen klassischen Dönerladen aufmachen ist eigentlich das Beste, was du machen kannst, weil ich sag dir, wie es ist. So, ich bin mit Döner aufgewachsen und wenn ich Hunger habe, zu 80% sagt mein Herz mir so Döner. Und ich glaube, in so einer Stadt, wo auch sehr, sehr viele Leute mit Migrationshintergrund am Start sind, kannst du mit einem Dönerladen eigentlich fast gar nichts verkehrt machen. So. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind auch froh, dich heute mal wieder hier zu treffen. Es gab ja lange kein Event mehr, kein Sek Plus Event mehr durch Corona. Deswegen sind wir froh, dich mal hier wieder zu sehen. Du hast gestern im Livestream, habe ich dir eine Donation hinterlassen. Gab es mal kurz eine Antwort auch, hat mich sehr darüber gefreut. Also ich habe eure Videos geguckt, Streams auch. Ich kriege das natürlich alles so mit vom Hintergrund aus. Man kennt sich, man supportet sich. Liebe geht raus an dieser Stelle auch an alle von Sek Plus und an Sek Plus Army. So wegen Corona konnte ich selber mit Sport nicht wirklich durchziehen und hatte dann natürlich auch weniger Berührungspunkte mit irgendwie Produkten, die man dann links oder rechts gesehen hat. Aber ich sag mal so, die Maschinerie schläft nicht und Sek Plus schläft nicht, ihr schläft nicht, wir schlafen nicht. Die einzigen, die schlafen, das sind wahrscheinlich, ich will jetzt nicht auch ein paar Leute zeigen, aber so durchziehen. Ich finde es auf jeden Fall sehr stabil und lieben Dank für den Support. Sehr gerne. Wie gesagt, du hast schon gesagt, du guckst unsere Videos. Wir haben euer Album wirklich tot gefeiert. Heute auf der Herfahrt, wir sind 4 Stunden gefahren. Zweimal Minimum ist das Album von oben runter gefahren. Wie war für euch die Albumproduktion? Ihr habt ja auch sehr viel durchmachen müssen. Oder was soll ich dir sagen? Guck mal. Wir haben das Album angefangen, haben gesagt, wir releasen nicht mehr. SEK ist gekommen, hat unser Album weggenommen, weil das auf dem Laptop war und wir sind Kennex, die das nicht gesichert haben, irgendwo in der Cloud oder sonst was. Das Album kam zurück, wir waren heilfroh, haben weiter am Album gearbeitet, wollten gerade die Promophase beginnen, dann gab es diese Problematik, weshalb Mois nach Belgien gezogen ist. Dann haben wir ohne Promo das Album rausgehauen. Kurz vorher hatten wir aber schon geklärt, dass wir danach noch Solo-Sachen rausballern werden, die alle schon fertig produziert waren. Dann wurde in unseren Keller eingebrochen, Equipment wurde geklaut. Inzwischen ist der größte Teil schon wieder zurück, aber so zum Beispiel der iMac nicht, wo die Dateien drauf sind. Das heißt, wir mussten dribbeln, Box konnte nicht rauskommen, da waren Sachen, die für die Box bestimmt waren, drauf. Wir hatten so viele Struggles, wir wurden so oft zurückgeworfen, aber wenn du auf Gegenwehr stößt, dann bedeutet das, dass du in die richtige Richtung schwimmst, weißt du? Und deswegen, wenn uns sowas passiert, denken wir immer, wo ist der Punkt, der positive Punkt, da muss irgendwas Positives dabei sein, weil sonst würde uns das nicht passieren, das ist mein Mindset, und ziehen dann immer mehr durch. Und ja, Bruder, man soll gespannt sein, es wird auf jeden Fall noch sehr viel passieren, auch musikalisch sehr viel passieren, aktuell ist ruhig, klar nach dem Album so, aber wir wollten auch bewusst nicht die Promophase starten. Erste Single zum Beispiel kam bewusst aus dem Nichts, weil wir gesagt haben, das soll nicht jemand hören, weil wir irgendwie da mit 2 Millionen Abonnenten auf YouTube, auf dem Mois-Kanal oder auf anderen Kanälen oder sonst was die ganze Zeit pushen und bitte stream doch den Song heute Abend und lass ihn doch bitte die ganze Nacht laufen, sondern wenn du Bock hast, hör's. Wenn du es feierst, hör's. Und ich glaube, das hat es auch gezeigt am Ende des Tages, obwohl wir ohne Promo relativ schlecht gechartet sind. Also für unsere Verhältnisse gibt es kein schlechtes Album, aber viele sagen so, okay, da hätte man mehr rausholen können, safe. Wir hatten keine Boxverkäufe, keine Albenverkäufe. Wir haben das gar nicht gepusht, das Ding. Aber überleg mal die Resonanz. Wir sind einfach Album des Monats geworden, mit eindeutiger Fanabstimmung, weil die Leute gemerkt haben, dass da Herz dahinter steckt. Das heißt, die das gehört haben, sind Ultra-Fans, weißt du? Sind ultra dahinterher und supporten Ultra und die will ich auch aufbauen, weil ihr seid es, für die ich nachts streame. Ihr seid es, wofür ich im Studio hänge und ihr seid auch die, für die ich jeden Tag Videos ballere. Wir haben hier gerade ein Video gedreht, ich habe das im Auto gerade 1,5 Stunden gecuttet. Das hier. Es wird gerade hochgeladen. Okay. Für euch mache ich das. Für die, die das mit Herz machen. Und nicht für die, die ich anbetteln muss, so hör das, stream das. Ich glaube, wir sind in so einer Zeitalter angekommen, wo wir in eine falsche Richtung abdriften. Denn diese ganzen Sachen, Kunst, Musik, Videos, Streams, was man konsumiert, sollte man konsumieren, wann man es will. Und nicht, weil irgendjemand es dir sagt. Und dementsprechend so, das ist unser Mindset. Und wer uns auf diesem Weg unterstützen möchte, so wie ihr und auch alle anderen, ihr seid herzlich eingeladen. Wir freuen uns über jeden Einzelnen an dieser Stelle.
aber so, wir wollen keinen zwingen. So. Das ist unser Mindset. Der Erfolg gibt euch ja auch recht. Ne? Ich meine, man hat so das Gefühl, jedes Mal, wenn jemand kommt oder irgendwas passiert, was euch, sag ich mal, runterziehen könnte oder irgendwas, ihr kommt noch viel stärker heraus wieder. Und das ist das, was ich auch sehr, sehr bewundere bei euch. Weißt du, warum das liegt? Die Leute sind fitnergeil. Die denken, wir kommen so stark zurück, weil wir das wollen oder dass wir Promo nutzen wollen. Aber die Sache ist, wenn ich 5 Videos mache mit positivem Content, klar, ich habe eine krasse Resonanz, krasse Klicks, aber kommt dann ein Fitner-Video, weil irgendwas passiert ist, klickt doppelt so viele. Ich habe das in meinem Video schon selber gesagt, bitte klickt nicht aus Fitner-Geilheit. Macht das nicht, weil ihr unbedingt sehen wollt, wie irgendjemand Scheiße gebaut hat oder was da passiert ist aus Schaden, weil ihr schadenfroh seid, sondern macht das mit Herz, weil ihr was Positives mitnehmen wollt. Meine Videos gucken Mütter, Familienväter, Familien. Ich versuche Positives zu übertragen, weißt du, auch in meinen Streams zu sagen. Und das solltet ihr mitnehmen und nicht dieses, da ist gerade was passiert, wo ich schadenfroh drüber sein kann, ich gönne mir das Video jetzt. Oder ich will wissen, unbedingt, wer ist im Keller eingebrochen. Weißt du, wie viele mich das fragen, auch privat? Wenn ich sage dazu nichts, dann sage ich dazu nichts, aus einem guten Grund. Weil ich eben diese Fitner nicht fördern möchte. Aber so, viele sind halt Fitnergeil und deswegen kommen wir so stark zurück, weil die Leute dann gerade so einen Fokus haben, weil die schadenfroh sind. Und ich glaube, unsere Stärke ist einfach, nicht umzukippen, sondern immer einmal mehr aufzustehen, als du hinfällst. So. Man merkt bei euch halt auch, da steckt wirklich viel Liebe und Arbeit dahinter. Vor allem das Album, also jetzt, es gibt eigentlich keinen Song, wo man sagen kann, ich muss jetzt irgendwie durchskippen oder irgendwas, sondern man kann, es ist wirklich mal ein Album. Dankeschön. Von wem gibt es das in letzter Zeit? Dankeschön. Ganz viele Musiker oder sowas setzen immer so ihren Fokus auf irgendwelche Hits, sage ich mal, so einzelne Songs. Das sind so 2, 3 Songs von einem Album, mittlerweile nur noch 14 Songs oder sowas meistens. Wir hatten 17. Ja. Ne, also ist schon für heute. Ist schon viel für heute. Für früher ist das so durchschnittlich, für heute ist es viel. Ne, und es gibt wirklich keinen Song auf dem Album, wo man sagen muss, muss ich jetzt mal durchskippen oder so. Es ist wirklich mal wieder seit langem ein Album, das man wirklich von Anfang bis Ende durchziehen kann. Und weißt du, was krass ist? Komplett selbst produziert. Wir hätten, guck mal, mit dieser Reichweite kannst du viele Produzenten anschreiben und viele wollen mit dir arbeiten auch, aber wir fühlen uns am wohlsten, wenn Alim und ich komplett allein im Studio sind. Höchstens noch unsere Jungs dabei, Soko Albos oder Abo oder so, unsere unsere engster Kreis so, ne? Aber sonst, wir sind komplett alleine, nicht mit anderen Produzenten, nicht mit anderen Musikern und arbeiten da selber dran, weil wir das Know-how auch dafür haben. Und dann, du siehst ja auch an dem Album, das hat einen kreativen roten Faden. Nicht inhaltlich, aber das Soundbild ist immer das gleiche. Es geht immer in die gleiche Richtung, es hat einen roten Faden, obwohl wir verschiedene Genres bedienen. Das liegt daran, das meinen ja, das liegt daran, dass wir das wirklich selber gemacht haben, weil wir das gerne machen wollten, weil wir Spaß daran hatten. Wir haben da wirklich sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt. Und für die Zukunft beispielsweise, meine zukünftigen Projekte, ich werde safe jetzt auch ein Soloalbum bringen, aber jetzt nicht in den nächsten Monaten. Ich werde erstmal Season fahren und danach wird eins kommen. Ich weiß nicht, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ich weiß noch nicht genau. Ich habe auch noch keinen einzigen Song davon fertig, aber ich habe das Konzept davon schon fertig und das werde ich auch komplett selber machen. So, weil ich glaube einfach, dass du nicht dich beugen musst irgendwelchen Kriterien, der sagt, der mastert es am besten und der mixt es am besten und das ist der beste Beatproduzent. Nein. Wenn du das so machst, wie du es gerne haben möchtest am Ende und du zufrieden bist, 100%ig, egal wie sich das anhört, dann wirst du deine künstlerische Ader am besten auch manifestieren in diesem Song und dann werden die Leute, die dich feiern, es auch am meisten feiern. Und nicht, weil du dich irgendwas reinzwängst. Zum Beispiel jetzt alle sind auf Drill, ich gehe jetzt auch auf Drill und alle arbeiten mit dem Produzenten, ich gehe jetzt auch zu dem. Sei einfach du selbst. Mach einfach das, was dein Herz dir sagt und dann wird es auch am besten sein am Ende. Auch mit einem scheiß Mastering, mit einem scheiß Mixing, wenn man sich Songs anhört vor 20, 30 Jahren, die auch nicht krass gemixt oder so nach dem heutigen Standard, die aber Milliarden Streams haben inzwischen, weil die gut sind. Weißt du? Songs, die in einer Abstellkammer entstanden sind, weil die gut sind. Und nicht, weil ein krasser Produzent dahinter ist, sondern weil der Herz und Seele in diesem Song ist. Weißt du? Du sagst ja gerade zum Mastering, wie war das bei euch? Es gibt ja ganz viele Rapper, die ihr Mastering irgendwie in den USA hinschicken und irgendwas mastern lassen und so weiter und so fort. Macht ihr alles selber komplett? Wir machen alles bis zum Premix oder das ist fast der fertige Mix und Perino macht dann den Final Mix und Master. Also ich habe meine Solo-Projekte alle bei Perino liegen gehabt und das Album hat auch Perino gemacht. Grüße gehen übrigens raus an die Schweiz, es ist eine Wintertour der Bruder und er macht wahnsinnige Arbeit. Perino, ich küsse dein Herz, ohne dich wäre das überhaupt gar nicht möglich gewesen. Aber auch da, ich bin hingefahren und habe 3 Tage nur durchgemastert mit ihm.
weil ich wollte, dass das Soundbild nicht verfälscht wird am Ende. Wir haben zusammen da gesessen und sind Song für Song durchgegangen. Und wenn wir rausgebounced haben, nochmal alles abgehört, ob dann Knackser ist, sonst was. Dann nochmal korrigiert und nochmal. Und 3 Tage lang wirklich jeden Tag mindestens 20 Stunden lang durchgemastert, bis es fertig war. Zeig mir einen Künstler, der das Album selber fertig gemacht hat und selber produziert hat, zum Mastering-Engineer fährt und sich nochmal 3 Stunden lang im Studio einschließt, nur um damit das Mastering perfekt ist. So. Und wenn jemand sich jetzt sagt, so, das hört sich doch scheiße an, dann ist das die subjektive Meinung der Person. Aber das Album ist genau so, wie es sein sollte. Also es ist auf den Punkt geplant, dass es genau so sein sollte, wie es ist. Und ich glaube, das ist auch was euch auszeichnet. Also etwas, was wirklich, ihr macht wirklich ja quasi wirklich alles aus einer Hand sozusagen. Und man merkt das halt auch vom Sound her und so weiter. Also ich hoffe, es geht auch weiter so auf jeden Fall. Dankeschön. Was mich jetzt interessieren würde, jetzt ist zwar Corona-Zeit, aber hättet ihr vorgehabt, damit auch auf Tour zu gehen? Oder hast du vielleicht vor, dann, wenn du ein Solo-Projekt am Start hast, auf Tour damit zu gehen? Safe. Ich liebe es live zu. Guck mal, jetzt sind so viele Leute vor der Tür. Ich liebe es einfach, mit Menschen zu interagieren, Menschen zu sehen, weil das die meiste Liebe einem zurückgibt auch. Zusätzlich zu den DMs, die ich auch wirklich wie so ein Geisteskranker lese und Kommentare. Du musst mal meine Videos gucken, wie viele Kommentare geherzt sind. Ich sitze da nachts und like alles, weil das ist mein Benzin. Und ich will unbedingt live und ich will unbedingt auch eine Tour spielen. Geht halt aktuell nicht, aber vielleicht machen wir das nachträglich, wenn das mit FML, wenn das dann möglich ist, und safe mit Solo-Projekten, wenn das dann zugelassen wird, werden wir auf Tour gehen. Aber ich sag mal so, auch wenn ich mit einem Solo-Projekt auf Tour gehe, ich werde Alem nicht zu Hause lassen und Alem wird mich nicht zu Hause lassen, weil ich glaube, wir gegenseitig auch die einzigen sind, die wirklich den anderen 100% musikalisch verstehen und fühlen. Er weiß sofort bei einem Beat, das ist was für Attila, er schickt mir das dann rüber. Ich weiß genau, was er machen möchte. So, wir sind da wie wirklich Arsch und Eimer. So, Ja. so und deswegen, also ihr könnt euch da auf jeden Fall freuen. Das wird noch ein bisschen abgehen. Jetzt hast du mir so ein bisschen was schon vorweggenommen. Zum Solo-Projekt hast du gesagt, jetzt gegen Ende des Jahres. Also hast jetzt noch nicht keinen konkreten Zeitraum, wo du sagst, da wirst du irgendwas fertig haben, oder? Ich mache es, ich will Season fahren. Season heißt, ich werde viele Singles releasen, aber erst jetzt nach so 1-2 Monaten Pause. Das Album kam jetzt, es sind 17 frische Songs auf dem Markt und gleichzeitig baue ich mir ein eigenes Studio auf bei mir, da wo ich jetzt hinziehe. Ich bin ja verlobt. Und Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Und wenn ich das Studio fertig habe, werde ich dann mein eigenes Projekte werde ich angehen. Und ja, ich will safe ein Album machen. Und was heißt eins? Ich will viele machen. Aber also in mir brennt schon, das nächste schon zu droppen, weil das nächste dann auch etwas sehr Persönliches sein wird, wo ich mich erkläre. Ja, ich freue mich sehr drauf, nur es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, wenn du dieses Kollabo-Ding rausgeballert hast und gerade in so einer Umbruchsstimmung bist, jetzt sofort so was Persönliches hinterherzuschießen. Ich will ein bisschen mit Singles arbeiten, ein bisschen Ruhe einkehren lassen und wirklich wieder Liebe und Kraft da reinstecken in dieses Album, damit auch das dann wieder so einen Wow-Effekt hat. Damit ich auch hinterher sagen kann, ich bin 100%ig zufrieden damit und ich habe so quasi die Kirsche auf die Sahne draufgesetzt und nicht eben mal so hier, serviert, nimm, weil ein Album zu machen heutzutage, ich sag dir Real Talk. Wenn du dich wirklich dahinter setzt, kannst du auch in 5-6 Tagen ein ganzes Album fertig machen mit irgendwelchen 8 Bars, dann kommt die Pre-Hook, dann die Hook, dann wieder 8 Bars, Pre-Hook, Hook, hast einen Song in einer Stunde fertig. Haben wir auch schon in einem Video gezeigt letztens so, das ist eigentlich gar nicht so schwer, aber das hat dann nicht so viel Seele, weißt du? Ich glaube auch, das Album ist ja echt wirklich ein richtiges Brett, wie gesagt, von meiner Meinung aus. Ich glaube auch, das ist ja auch ein bisschen zeitlos, sage ich mal. Also man kann auch jetzt wirklich damit vielleicht auch noch, sag ich mal, ein bisschen arbeiten und das noch ein bisschen wirken lassen auf die Leute jetzt, wie gesagt, gerade durch Corona-Zeit und jetzt, ja, deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass es musikalisch auf jeden Fall bei dir weitergeht. Dankeschön. Ich wünsche dir natürlich und auch Alem und alle anderen vom Keller wünsche ich viel Erfolg. Ich hoffe auch, dass die Leute von der Sek Plus Community die Leute vom Keller unterstützen. Ich würde eure Herzen küssen. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir wissen, guck mal, du bist beschäftigt, Video am Hochladen und alles, Digga. Wir sind wirklich, kein Problem, für die Sek Plus Army doch immer. Und Leute, uns sehr drüber. die von mir kommen, unterstützt auch die Sek Plus Jungs. Das sind sehr stramme Jungs, die auch für uns da waren, als wir brauchten, Hilfe brauchten, Unterstützung brauchten, als wir das Studio brauchten in Köln, als wir noch nicht so groß waren, die Alem unfassbar gepusht und supportet haben. Und an dieser Stelle, wir sind nicht Leute, die andere Leute vergessen. Und ich bin wirklich für jeden Einzelnen dankbar. Und wenn ich das sage, sind wir natürlich auch der Sek Plus Army unfassbar dankbar. Deswegen lasst auch ein bisschen Liebe da. Ich küsse eure Herzen. Das Abschlusswort gebe ich dir. Ja, Friends, vielen Dank erstmal dafür.
Wie gesagt, heute mal echt ein Special Gast für uns. Also es war uns wirklich eine Ehre. Also wie gesagt, ich kann es nur noch mal betonen, wir feiern eure Musik, eure Arbeit. Wir sind wirklich auch stolz wirklich drauf, so dass so, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Zeit lang, das so begleitet zu haben, wie das so passiert ist. Und wie gesagt, mit den ganzen Rückschlägen und dies, das. Die Leute, die unser Podcast gucken oder Streams und Videos, die wissen das. Wir sagen es auch immer wieder. Wir sind wirklich sehr stolz drauf. Jedes Mal, wenn gefühlt jemand mit dem Hammer auf euch draufhaut, ihr kommt viel größer zurück und ihr lasst euch nicht niederkriegen. Das ist auch was wir sehr bewundern und vielleicht auch an alle anderen. Lasst euch nicht kleinkriegen und macht einfach weiter und zieht euer Ding durch. Wie gesagt, vielen Dank. Ciao. Bis dann. Ciao.